er doch endlich! Der VW Golf GTI, das Kultauto schlechthin, das wir alle kennen. Das ist das erste Auto von VW, das dem Alltagsfamilienfahrer ein Sportgerät an die Hand gab, das auch auf der Autobahn jeden Mercedes und jeden BMW nass machen konnte. Viele hängten sich sogar ein Opel-Zeichen hinten an den Auspuff. Aber ich glaube, das hast du nicht gemacht, Carsten. Nein. Dieser Wagen hat eine ganz andere Geschichte. Dieses Auto ist als Neuwagen in die DDR gekommen, völlig ungewöhnlich. Das Auto lief bei der kommerziellen Koordinierung, also worüber die DDR die Auslandsgeschäfte abgewickelt hat. Und da hat man offenbar einen Mitarbeiter mit einem interessanten Auto bedacht. Das muss doch sehr interessant gewesen sein. Es gab ja schon Zusammenarbeit zwischen VW und den DDR-Autofabriken. Dieser hier entstand schon zur Zeit der Montagsdemonstrationen, aber die Wende war noch nicht. Aber ein Golf GTI ins Tempolimit-Land DDR mit überall 100 und überall Polizisten? Gut, okay, man hatte damit einen Mitarbeiter das Auto an die Hand gegeben, das eben Kontakte in den Westen gepflegt hat, wo eben Geschäfte darüber abgewickelt wurden. Ja, das war sicherlich der ausschlaggebende Grund dafür. Wie kommt jetzt so ein Auto nach Bremen und zu euch? Und dann auch noch in diesem Zustand? Wahrscheinlich ist es nie viel gefahren worden. Nein, er hat sogar schon über 200.000 Kilometer runter. Wurde gepflegt? Ja, sicherlich. Ja. Ja, es war bei mir so, dass ich Interesse hatte, mir einen Wagen zuzulegen, ein wassergekühltes Auto aus den 80er Jahren. Ich bin sonst mehr so an den luftgekühlten Autos interessiert. Und ja, dann hatte ein Freund von mir mir einen Tipp gegeben, Mensch Ralf, da ist jetzt gerade ein Golf GTI im Angebot mit DDR-Geschichte. Ich denke, Mensch, noch eine tolle Geschichte dazu, das macht das Auto ja erst recht interessant. Und so hatte ich den Wagen dann 2013 gekauft. Unglaublich, ein Golf GTI, wahrscheinlich der einzige, oder? Golf GTI, der offiziell in die DDR ging. Nach all den Recherchen ist mir da kein anderer bekannt. Also man kennt ja da die 10.000 Golf 1, die ja offiziell über VW bzw. die DDR eingeführt wurde. Aber als GTI dürfte es tatsächlich der einzige sein, der jemals als Neuwagen in der DDR ausgeliefert wurde. Um das mal so ein bisschen in der Diktion der DDR zu sagen, könnte man sagen, da hat ganz schön viel kapitalistische Grundausstattung hier, oder so? Alle möglichen Extras, oder? Ja, das ist richtig. Also ohnehin ja eben GTI, dann hat er Ledersitze drin, das Ganze als Sportsitze, die höhenverstellbar sind, hat eine Klimaanlage drin, elektrische Fensterheber, also man hat da wirklich richtig viel angekreuzt. Also Klimaanlage, elektrische Fensterheber und ganz besonders nicht nur den Dachspoiler hinten, den der Golf GTI haben musste, sondern auch noch der Raffkralle. Weil natürlich jemand, der in der DDR wohnte, eigentlich eine Anhängerkupplung brauchte für einen Anhänger, damit man so die Tauschwährung Radeberger Kisten und Ersatzräder und so ein wenig transportieren konnte. Man half sich ja überall gegenseitig. War alles von Anfang an dran. Das kann ich nicht genau sagen. Also die Anhängerkupplung, die es auch aus DDR-Produktion sogar gab, hat dieser Wagen nicht. Also er hat möglicherweise die Anhängerkupplung später mal bekommen. Ja, oder sie war vorher doch schon dran, in den Papieren sind. Jedenfalls ist das eine absolute Rarität. Ein Golf GTI, der eigentlich nie als kapitalistisches Sportauto für die unlimitierten Autobahnen gebaut wurde, den Weg in die DDR hätte finden können. Auch wenn der Herr Behling dieses Auto in Bitterfeld gefunden hat, gibt es einen guten Bezug zur Bremen Classic Motor Show. Denn alljährlich ist während der Messe in Halle 6 quasi fast eine Sonderschau von Fahrzeugen mit wenig Kilometer aus Originalhand. Und das sind ganz oft sehr alltägliche Autos, fast so wie die wir ja auch immer im Parkhaus haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in jedem Frühjahr wieder nach Bremen zu gucken, denn da warten solche Schätzchen.